So holt euch das 9. Finsterrelikt den Walkürenhelm. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus in Kowakuyo auf mindestens Reliktstufe 1 holen. Ich empfehle euch für die Herausforderung eine Zombie-Bauart für das LMG MK78 mit dem MFS-Hitzeschild Munitionsgurt zu erstellen. Ihr könnt euch die Waffe in den Lagerräumen an der Wand kaufen und müsst damit nie nachladen. Das hilft euch später bei der Herausforderung. Rüstet euch die Giftpflanzen mit Nesselstoff und Pflanzendünger aus. Nehmt euch die Kaugummis Lagerkoller, Freude am Töten, Zeitgeschenk und Auffüllen mit. Rüstet dann noch für Tempo-Cola die Augmentierung schneller Pitcher aus. Ihr könnt euch das Relikt auch schon vor Runde 40 holen, die Zombies sind aber in der Herausforderung so stark und schnell wie in Runde 40. Macht zuerst das Katzencafé Easter Egg, aber nur so weit, bis ihr 4 Katzen auf dem Dach habt. Ihr könnt damit schon ab Runde 1 anfangen. Ihr müsst dafür 5 Plüschmäuse einsammeln und 5 mal eine Katze verschrecken. Es gibt für die Mäuse und Katzen 8 mögliche Spots, die nah beieinander sind. Die 5 Mäuse spawnen alle schon bei Beginn des Spiels. Von den Katzen spawnt immer zuerst eine. Habt ihr eine Katze verscheucht, spawnt zufällig nach 1 bis 3 Runden die nächste an einem der 8 möglichen Spots. Die Katze spawnt aber nie mehrmals an der gleichen Stelle. Um eine Katze zu verscheuchen, müsst ihr sie ein paar Sekunden anvisieren. Sobald ihr eine Maus einsammelt, erscheint sie im Teegarten unten links im Regal. Und sobald ihr eine Katze verschreckt, sitzt sie im Teegarten auf dem Häuschen. Hier findet ihr alle 8 möglichen Spots für die Mäuse und Katzen. Ein Spot für eine Maus ist beim Torhaus rechts von Tempo-Cola vor der Barrikade am Boden. Und der Spot für die Katze ist hinter der Barrikade beim Eimer vor der Treppe. Der zweite Spot für eine Maus ist beim Blumengarten vor der Barrikade rechts vom Kaugummiautomat. Und der Spot für die Katze ist hinter der Barrikade neben dem Haus. Der dritte Spot für eine Maus ist im Küchentrakt gegenüber vom Novaline Wandkauf am Boden beim Waffengestell. Und der Spot für die Katze hinter der Barrikade rechts daneben, links neben der Lampe. Der vierte Spot für eine Maus ist vor Juggernog im Spalt. Und der Spot für die Katze rechts neben Juggernog hinter der Barrikade rechts. Der 5. Spot für eine Maus ist beim Tencho-Eingang links von der Telefonzelle zwischen den Ziegeln. Und der Spot für die Katze ist links daneben auf der Mauer. Der 6. Spot für eine Maus ist in den Onsenbädern rechts von Elementarlimo zwischen den Handtüchern. Und der Spot für die Katze auf dem Balken über der Treppe. Der 7. Spot für eine Maus ist im Trainingsbereich hinter der Munitionskiste. Und der Spot für die Katze darüber im zerstörten Dachgeschoss. Und der 8. Spot für eine Maus ist neben Todeswahrnehmung links neben dem Wandkauf im Loch in der Wand. Und der Spot für die Katze darüber in dem Loch in der Decke. Habt ihr die 5 Mäuse eingesammelt und es sitzen 4 Katzen auf dem Dach, wartet mit der 5. Katze, bis ihr den nächsten Schritt abgeschlossen habt. Als nächstes braucht ihr die Nekomand Wunderwaffe und die Maneki-Bombe. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Wunderwaffe baut oder die Maneki Neko zur Maneki-Bombe verbessert, findet ihr kurze Guides dazu in der Beschreibung. Verbessert die Wunderwaffe. Sammelt Zombies hinter euch und werft eine Maneki-Bombe. Stellt euch in die Bubble und killt nur mit dem aufgeladenen Schuss der Wunderwaffe so viele Zombies wie möglich. Gefühlt braucht ihr ca. 50 Kills. Ihr dürft auf keine andere Art Zombies killen, außer mit dem aufgeladenen Schuss. Habt ihr genug Kills gemacht, spawnt dort, wo die Maneki-Bombe stand, ein Teil eines Tellers. Nehmt das Teil auf und wiederholt das Ganze noch 3 Mal, bis ihr insgesamt 4 Teile eines Tellers aufgesammelt habt. Holt euch dann einen Molotow und geht in den Küchentrakt in den Raum mit dem Spot für die mysteriöse Kiste. Platziert die Scherben an der Feuerstelle und werft einen Molotow darauf. Der Teller setzt sich jetzt wieder zusammen und ihr könnt ihn einsammeln. Nehmt euch den Teller und sucht jetzt nach der 5. und letzten Katze für das Katzencafé Easter Egg. Verscheucht sie, dann sitzen alle 5 Katzen auf dem Häuschen im Teegarten. Schaut jetzt ein paar Sekunden auf die Katzen, dann verwandelt sich der Teegarten in ein Katzencafé. Ihr könnt dort jetzt beim Katzenbaum Katzenminze einsammeln. Die Katzenminze spawnt nur, wenn ihr vorher auch den Teller wieder zusammengesetzt und eingesammelt habt. Interagiert dann im zentralen Hof mittig mit dem Baumstumpf, um den Teller mit Katzenminze zu platzieren. Ihr müsst jetzt in Munitionsrunden die Verteidigung fehlschlagen lassen, bis eine Angriffswelle beim zentralen Hof kommt. Das waren bei mir bis jetzt immer 2 Verteidigungen, die fehlschlagen müssen, bis die nächste Angriffswelle beim zentralen Hof kommt.
Ihr könnt die Angriffswellen auch schon vorher fehlschlagen lassen, damit die Runden nicht zu hoch werden. Passt aber auf, da ihr die Gebiete dann nicht mehr betreten könnt, ohne dauernd Schaden zu nehmen, da die Risse dort bleiben, bis ihr das Gebiet wieder einnehmt. Verbessert die Wunderkatze bis zur Angriffswelle im zentralen Hof so hoch es geht und holt euch einen Instakill-Kaugummi. Ihr müsst jetzt während der Angriffswelle im zentralen Hof ca. 50 Kills mit der Wunderkatze machen. Werft dafür am einfachsten eine Maniki-Bombe nach der anderen zu einer Statue bei der Falle, nutzt Instakill und schießt aufgeladene Schüsse zur anderen Statue. Ihr seht die Seelen auch zum Teller mit Katzenminze fliegen. Solo sind bei mir in Runde 43 nicht genug Zombies gekommen. Lasst daher am besten in den letzten 20 Sekunden die vordere Statue von den Zombies angreifen, bis die Welle ein Stück weiter vorrückt. Dann habt ihr nochmal etwas mehr Zeit und es spawnen noch mehr Zombies. Habt ihr genug Kills gemacht, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt im Trainingsbereich neben der Munitionskiste ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Nehmt jetzt die Flaggen auf der Karte wieder ein, damit ihr bei der Herausforderung frei rumlaufen könnt. Verbessert alle euer LMG oder die Wunderkatze, holt euch die Maniki-Bombe, Kaugummis zur Munition auffüllen und Instakill. Holt euch für die HRZ-Ziele noch wenn möglich eine Kriegsmaschine. Ihr müsst für die Herausforderung 5 Wellen abschließen und bekommt beim Nachladen je nach Waffe Schaden. Mit der Wunderkatze zum Beispiel verliert ihr 77 HP. Nutzt auf keinen Fall eine Strahlenkanone, damit habe ich beim Nachladen 255 Schaden bekommen. Werft am besten einfach eine Maniki-Bombe nach der anderen vor einen Kaugummiautomat und bleibt in der Bubble. Platziert dann die Giftpflanzen um die Bubble und schießt einfach down mit dem aufgeladenen Schuss der Wunderkatze oder dem LMG um euch. Nutzt bei den HRZ-Zielen die Kriegsmaschine oder macht Headshots mit der Wunderkatze. Es spawnen in jeder Welle Zombies und Onis. Habt ihr alle Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurückteleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, fängt es an, um euch zu blitzen, wenn ihr 30 Sekunden auf einer Stelle bleibt. Nach ein paar weiteren Sekunden schnalzt es und ihr erzeugt ein elektrisches Feld um euch, das euch heftig Schaden macht.